Revolution, die Bergpredigt. Na, für die nicht dabei waren in den vergangenen Wochen, das klingt schon herausfordernd. Revolution? Warum Revolution? Ich dachte, der Bergpredigt war eine nette Geste, eine nette Gedanke. No, es war eine Deklaration, dass eine Revolution ist angebrochen für die ganze Menschheit. Begonnen mit das Volk Israel, begonnen mit denen, die Gott kannten, durch den Alten Testament, durch den Alten Bund, durch das Gesetz. Aber Jesus hat verkündigt für alle Menschen, alle Zeit, Gott kommt zu uns in eine neue Art und Weise. Und wir haben letzte Woche in Kapitel 7 beendet mit diesen goldenen Regeln. In Vers 12. Alles nun, was ihr wollt, dass die Leute euch tun sollen, das tut auch ihr ihnen ebenso. Denn dies ist das ganze Gesetz und die Propheten. In anderen Worten, was du siehst im Leben, wirst du ernten. Sei nett, sei barmherzig, sei gnädig und das wirst du erleben. Es ist eine goldene Lebensregel. Und diese Lebensregel ist verstanden in aller Welt. Und jetzt Jesus geht weiter. Und das wird für uns, die Jesus Christus kennen, die ihm als Herrn und Heiland in unser Leben schon gemacht haben, das wird sehr direkt zu uns gesprochen. Es fängt an hier in Vers 13. Geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die das hineingehen. Aber die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Ja, wir müssen das ein bisschen genauer unter der Lupe halten. Weil viele Christen, viele Gläubigen haben es immer so interpretiert. Jesus meinte, du solltest ein sehr enges Leben führen. Und ich sage euch, es ist genau das Gegenteil gemeint. Du musst lernen, ein sehr breites Leben zu führen auf diesen engen, schmalen Grat. Das ist ein völlig anderer Aussichtspunkt. Wir müssen lernen, Menschen zu begegnen, wie Gott sich begegnet hat. In Gnade, wie sie sind. Oftmals, man sieht in der Gemeinde ein sehr kleinkarierter, enger Denkgut. Und wir alle wissen, was richtig und was falsch ist. Und wir sind mehr als bereit, alle zu sagen. Aber vergesse nicht den Kontext. Für die dabei waren letzte Woche. Das ganze Gedanke hat begonnen mit, richte nicht. Sonst wirst du gerichtet werden. Und so wir müssen lernen, ein sehr großzügiger, gnädiger, breites Leben. Jesus ist gekommen, uns Leben und Leben in Überfluss zu schenken. Nicht einen klein karierter, gesetzlicher, du darfst das nicht, und das darf auch nicht sein. Das ist nicht das Leben, wozu Gott kam, wozu Jesus zum Kreuz ging. Aber du musst wissen, wenn du Gottes Beste in dein Leben hast, es gibt einen Weg und es geht geradeaus. Und dieser Weg ist uns gezeigt in Gottes Wort. Schauen wir etwas an im Sprüche Kapitel 3, Vers 13. Wohl dem Mensch, der Weisheit findet, dem Menschen, der Verstand bekommt. Denn ihr Erwerb ist besser als Geldererwerb und ihr Gewinn geht über feines Gold. Sie ist kostbarer als Perlen und alle deine Schätze sind ihr nicht zu vergleichen. In ihrer Rechten ist langes Leben und ihrer Linken Reichtum und Ehre. Ihre Wege sind Lieblingewege und alle ihre Pfaden Frieden. Sie ist ein Baum des Lebens denen, die sie ergreifen. Und wer sie festhält, ist glücklich zu preisen. Na, Jesus hat begonnen, das ganze Bergpredigt mit glücklich ist der Mensch. Glücklich. Der zerbrochenen Herzen, der geistlich arm ist. Und wir haben das alles erklärt. Was meinte er mit glücklich? Wir können das auf Neudeutsch sagen, happy, froh. Wie kann ich happy sein, froh sein, wenn ich merke, dass ich geistlich arm bin? Weil du kannst dann beginnen zu merken, Gott wird dich geistlich reich machen. Du kannst nicht Gottes Hilfe empfangen, wenn du weißt noch nicht, dass du Gottes Hilfe brauchst.
So der Beginn von allem ist zu wissen, ich brauche Gottes Hilfe, ich brauche Gottes Gnade. Und hier, der Schreiber redet von Weisheit finden. Na, Weisheit ist, wie wir Gottes Wort umsetzen kann in unser tägliches Leben. Es ist immer ein bisschen Vorausschau, ein Blick nach vorne. Wenn ich so lebe, das ist, was Gott in mein Leben bringt. Auch wenn meine momentane Situation sieht nicht unbedingt so aus, Gott ist noch nicht fertig. Und Gott wird das letzte Wort haben. Und wer diese Weisheit findet, er hat einen Baum des Lebens. Es heißt ein Ort, wo er immer neue Kraft und neue Helfer holen kann. Und habt ihr gemerkt, hier redet Salomo vom rechts der Weisheit und links der Weisheit. Und ich kann euch jetzt im Voraus sagen, die meisten Menschen, sogar die meisten Christen, die gehen weg von diesen engen Straßen, diese engen Pforten, weil sie suchen, was rechts der Weisheit ist. Was ist rechts der Weisheit? Reichtum. Links der Weisheit? Gesundheit, ein langes Leben. Habe ich das richtig zitiert? Rechts ist langes Leben, sorry. Der rechte Seite ist langes Leben, der linke Seite ist Reichtum und Ehre. Wenn wir als Christen nur das eine suchen, sei es langes Leben, sei es Reichtum und Ehre, wir werden weg von diesem schmalen Grat, dieses enge Pforte gehen. Wir müssen wissen, solange dass wir Weisheit haben, all das wird zu uns kommen. Wir müssen es nicht nachjagen. Wir müssen nicht in diesen Teufelskreis reinkommen, wo du immer ständig am Nachjagen bist. Weil wenn du Weisheit hast, hast du alles entdeckt, was wirklich zählt im Leben. Und es hilft dir, mit Zuversicht zu leben, wissend, auf diesen engen Pforte zu bleiben, heißt Reichtum, langes Leben, Gottes Helfer, Gottes Gunst, all das wird sichtbar sein in meinem Leben, weil ich bin dort, wo Gott mich haben möchte. So Gott kommt nicht zu einer, weil er so gekleidet ist, weil er so lebt, weil seine Denkweise ist so eng und so eingehemmt und er weiß genau, wenn du einen Schritt weggehst von was ich denke ist richtig oder falsch, wird Gott dich erreichen. No. Gott wird dich nicht bestrafen. Du bist in deinem Herzen, in einem großzügigen, breiten Weg. Aber du weißt, der Weg für dich ist schmal und geradeaus. Und es ist hier zu finden. Die Bibel nennt es Weisheit. Wie du Gottes Wort nicht nur entdecken kannst, nicht nur Kapitel und Vers zitieren kannst, sondern wie du das ausleben kannst alltäglich. Das ist Weisheit. Es ist das Umsetzung von was wir sehen und erkennen durch Gottes Wort. Und Gott gibt uns den Einsicht, wie wir das umsetzen. Und Weisheit ist die Fähigkeit zu sehen, was das hervorbringt in deinem und meinem Leben, bevor es kommt. Ich habe das für mich gelernt, ich kann ruhig schlafen. Habe ich immer alles im Griff? Überhaupt nicht. Aber ich weiß Gott, er hat das im Griff. Und auch wenn ich ihm selber Probleme verursacht habe, Gott wird mich schützen, Gott wird mich helfen. Ich muss nur mein Herz Gott immer zuwenden. Ich muss immer bereit sein, offen und ehrlich vor ihm zu sein und zu sagen, Gott, hilf mir. Hilf mir, dran zu bleiben. Ich möchte in Weisheit leben und nicht in Gesetzlichkeit oder Enge. Oder ich möchte nicht zu den Rechten gehen oder zu den Linken gehen. Ich möchte dich nachjagen. Weil Jesus ist eigentlich jetzt unsere Weisheit geworden, sagt das Neue Testament. Sieh, wenn du Weisheit nachjagst, du wirst Jesus nachjagen. Er ist die Weisheit Gottes für uns Menschen. Schau auf ihn, hör, was er zu sagen hat, folge sein Beispiel nach. Und du wirst auf diesen engen Pfad bleiben, aber du wirst lernen, so zu leben, wie Jesus lebte. Und das war das Problem damals. Der religiöse Leiter konnte ihn nicht wirklich nachvollziehen.
Wie kann ein Mann Gott aufrichtig leben? Ein sogenannter Prophet ist er, und doch er sitzt mit Menschen, die Sünder und Zöllner. Zöllner waren die schlimmsten von allem. Er sitzt mit denen, er ist mit denen. Er redet mit denen. Jesus hat ein sehr großen, gnädig, breiten Leben ausgelebt, obwohl er immer auf diesem schmalen Grat blieb. Direkt dort, wo Weisheit ist. Und wir sollten das reflektieren. Sieh, wir können das so lesen. Wenn du so lebst, du könntest sogar, wenn du weggehst von diesem Pfad, du wirst verderben sein. Du wirst deine Errettung verlieren. Das hat er nicht gesagt. Du wirst aber viele unnötige Leiden im Leben erleben, wenn du weg von der Weisheit Gottes gehst. Gott möchte dich beschützen. Gott möchte dich bewahren. Gott hält nichts zurück. Er möchte dich segnen. Aber er möchte dich selber schützen von dir selber. Weil manchmal wir verursachen viele Probleme. Und wir müssen das in unseren Gedanken halten, wenn wir den nächsten Satz lesen. Weil es kann wiederum sehr eng interpretiert. Vers 15 in Matthäus 7. Hütet euch aber von den falschen Propheten, welche in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Sammelt man auch Trauben von Dornen oder Feigen von Disteln? So bringt ein jeder gute Baum gute Früchte. Der faule Baum aber bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen. Und ein fauler Baum kann nicht gute Früchte bringen. Ein jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum sollt ihr sie an ihren Früchten erkennen. Na, wir dürfen Menschen nicht richten, aber wir dürfen schon die Frucht anschauen. Und ich gebe euch einen Hinweis. Was ist ein Merkmal von jemandem, der ein guter Beispiel ist? Ein guter Beispiel, damit du erkennen kannst, wer ein guter Prophet oder falschen Prophet ist, wenn Menschen anderen Menschen an sich reißt, an seinen Dienst, an seine Salbung, an seine Offenbarung. Pass auf. Wenn aber die Aufmerksamkeit wird immer weitergelenkt auf Gottes Wort, auf Jesus selber, dann kannst du wissen, aha, hier bin ich auf sicherem Boden. Sieh, wir sind nicht gesandt, Menschen für uns zu gewinnen. Wir wollen Menschen gewinnen für Jesus. Ihr Herzen, ihr Vertrauen. Und das können sie nur tun, wenn sie unser Lebensstil sehen, wenn sie unsere guten Werke erkennen. Und Gott wird verherrlicht sein. So schau die Frucht an. Schau ihr Leben an. Deswegen in der Gemeinde, wenn du das studierst, Paulus hat viel Gewicht gegeben, zu was geschieht im privaten Bereich. Wisst ihr, dass eine Voraussetzung für Leidenschaft in der Gemeinde ist, sie haben einen guten Ruf außerhalb der Gemeinde? Ja, warum? Wozu? Weil wie du bist in deinem Alltag bestimmt alles. Wie sagt dein Arbeitskollege über dich? Was sagt dein Chef über dich? Oder deine Mitarbeiter über dich? Wie lebst du außerhalb heiler Welt? Ist wichtiger für Gott, als was wir tun, wenn wir nur beisammen sind. Deswegen hat Paulus gesagt zu Timotheus und zu Titus, junge Pastoren, die mussten Ältesten, Leiterschaft in der Gemeinde einsetzen. Er sagte, du musst treue Menschen aussuchen. Du musst Menschen aussuchen. Schau ihre Familie an. Schau die Beziehung an. Ehemann, Ehefrau. Schau die Kinder an. Ja, was spielt das für eine Rolle? Das ist entscheidend. Weil da wirst du echte Frucht erkennen. Da wirst du sehen, wie ein Mensch entweder liebevoll oder gesetzlich, von oben herab oder dienend. Und was man ist zu Hause, was man ist im Privat, wird irgendwann auch rauskommen. Du kannst vielleicht für eine gewisse Zeit irgendwie ein Show abgeben.
Aber wie du dein Leben lebst, es wird sich sichtbar und bemerkbar machen. Und so, wir richten Menschen nicht, aber wir müssen schon ein bisschen die Frucht ihres Dienstes, Frucht ihrer Sagen, Frucht ihrer Lebensstil betrachten. Nicht jeder, Vers 21, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Na, bevor du Angst hast, dass du vielleicht noch nicht errettet bist, warte einen Moment. Wir lesen bis zum Ende. Viele werden an jenem Tage zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinen Namen geweissagt und in deinen Namen Dämonen ausgetrieben und in deinen Namen viele Taten vollbracht. Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt. Weiche von mir, ihr Übeltäter. Und du sagst, wow, John, wie können wir wissen? Well, ich sage euch, könnt ihr ein bisschen beruhigt sein. Jeder, der den Willen Gottes tut. Was ist der Willen Gottes? Es gibt eine Stelle, wo jemand kam zu Jesus, in Johannes Kapitel 6. Und er sagte und fragte ihn, in Vers 28, aber was sollen wir dann tun, damit Gott mit uns zufrieden ist? In anderen Worten, wie können wir Gewissheit haben, dass wir wirklich von Gott angenommen sind? Jesus sagte, nur eins erwartet Gott von euch. Er sollt an den glauben, den er gesandt hat. Und hier ist das Ausschlaggebende. Nur Jesus zu plappern als eine historische Figur, nur von ihm zu reden, nur über ihn Dinge zu sagen, reicht nicht aus. Wer in seinem Herzen glaubt, dass Jesus für uns gestorben ist und von den Toten auferstanden ist und dieser Glaube zum Ausdruck bringt und sagt, Jesus, du bist mein Herr, dieser Mensch ist gerettet. Und nicht nur ist dieser Mensch gerettet, dieser Mensch hat auch eine gewisse innere Gewissheit, eine innere Wissen. Ich bin ein Kind Gottes, weil Gott schenkt das zu jeder Einzelnen. Jesus redet von Menschen, die Jesus im Namen alleine und nicht vom Herzen nachgefolgt sind. Die haben vielleicht über Jesus gehört, über Jesus gesprochen, sogar in seinen Namen dies und jenes getan. Aber vom Herzen, da war nie eine Bekehrung, nie ein Wissen. Ich brauche Vergebung. Ich brauche das, was Jesus am Kreuz für jeden Mensch getan hat. Ich brauche das für mich persönlich. Sobald du wirklich vom Herzen sagst, Jesus, du bist mein Herr. Du hast den Werk Gottes getan. Das ist die einzige Voraussetzung, dass wir von Gott aufgenommen sind. Und jetzt stehst du vor Gott eines Tages nicht in deinen Werken, sondern in das vollendete Werk Christi. In Römerbrief Kapitel 8, Vers 15. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermal fürchten musstet, sondern ihr habt den Geist der Kindschaft empfangen, in welchem wir rufen, aber Vater. Und dieser Geist gibt Zeugnis, gibt hier ein inneres Wissen unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Und jeder, der an Jesus glaubt, jeder, der ihm als Herrn und Heiland bekennt, er hat diesen Zeugnis in sich. Ein Frieden, eine Gewissheit. Sind wir vollkommen? Na, längst nicht. Gott ist am Arbeiten. Aber innerlich, wir können diesen Frieden, diese Zuversicht haben, weil es ist ein Geschenk Gottes. Und wenn du das nicht hast heute Morgen, am Ende von unserem Gottesdienst, wir werden Zeit nehmen, mit dir zu beten. Weil der einzige Werk, wie wir tun können, ist, ihm anzunehmen als unser persönlicher Herr und Heiland. Das ist alles. Und wer das tut und wer das getan hat, muss nicht fürchten, dass wir vor Gott kommen und er wird sagen, Entschuldigung, ich habe dich nie erkannt. No, sorry. Du kennst mich schon, ich habe dich zum Herrn und Heiland meines Lebens. Und Jesus sagte, wer zu mir kommt, ich stoße ihm nicht aus.
So keiner von uns ist so schlecht, dass Gott werde uns ausstoßen. Das einzige Problem ist, wenn wir ihm nie wirklich begegnen vom Herzen. Wenn er bleibt nur eine religiöse Figur, wenn er bleibt nur jemand aus der Geschichte oder aus der Tradition, dann ist das gefährlich. Aber wenn wir vom Herzen das bejaht, und ich rede nicht über deine theologische Überzeugung, ich rede von deiner persönlichen Begegnung mit ihm. Kennst du ihn wirklich? Und wenn nicht, du kannst ihn kennenlernen. Du musst ihn nur bitten, in deinem Herzen zu kommen. Jesus sagt, ich bin derjenige, der an die Tür deines Herzens steht und ich klopfe an. Wer mein Anklopfen hört und macht sein Herz auf, ich komme hinein. Und Gott kommt zu jedem Mensch, hat Dietrich Bonhoeffer gesagt. Und ich kann mit ihm zustimmen. Gott kommt zu uns alle. In irgendeiner Art und Weise, in irgendeiner Form, Gott kommt. Wir müssen nur bereit sein, unser Herzen für ihn zu öffnen. Na, Jesus endet den Bergpredigt. Das ist für mich das Wichtigste. Und er sagte, hier ist die Basis für alles, was ich begonnen habe zu sagen. Er hat angefangen in Kapitel 5, Kapitel 6 und jetzt sind wir hier am Ende von Kapitel 7. Und hör, was er sagte. Vers 24. Ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, ist einem klugen Mann zu vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Als nun ein Platzregen fiel und das Wasserströme kamen und die Wind wehte und an dieses Haus stießen, fiel es nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Und ein jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, wird einem törichten Mann gleich sein, der sein Haus auf den Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Wind wehte und an dieses Haus stießen, da fiel es und sein Fall war groß. 2 Dinge, die man sehen muss. Du entscheidest, auf was du baust, nicht Gott. Habt ihr das gemerkt? Du entscheidest. Ob dein Haus oder dein Leben besteht oder nicht, ist in deiner Macht, nicht Gottes Macht. Gott gibt dir die Kraft. Aber du musst den Grundsatzentscheidung treffen. Ich bin nicht nur ein Hörer des Wortes, ich möchte lernen, ein Täter des Wortes zu sein. Das ist das eine. Das zweite ist, habt ihr gemerkt, die Stürme sind gekommen zu beider Gruppen? Sieh, wenn du glaubst, dass du Gott kennst und du bist fest in seinem Wort und du gehst auf diesen schmalen Pfad und du bist auf dem richtigen Weg, ja, warum passiert das in jenes Land? Weil wir leben in einer gefallenen Welt und Jesus hat uns vorgewarnt. Die Stürme werden kommen, der Wind wird wehen. Das Entscheidende ist, auf was hast du dein Leben gebaut? Auf das Wort oder auf das Gefühl, das Bauchgefühl? Oder auf das Beziehungsebene. Was ist entscheidend für dein Leben? Nur deine Überlegungen oder das, was Gott schon gesagt hat? Gibst du Gottes Wort Raum, dass es beginnt, dein Leben zu verändern, dein Leben neu zu formen? Weil das ist eigentlich, was Gott sucht. Ein Volk, die bereit sind zu sagen, Gott, wir nehmen dich beim Wort. Lehre uns, zeig uns, wie wir das Wort erkennen können und umsetzen und ausleben können. Und wenn der Sturm kommt, dein Haus wird bestehen, dein Leben wird bestehen. Paulus hat das zu einem jungen Pastor gesagt. Und ich schließe ab mit diesen Gedanken. In 2. Timotheusbrief, Kapitel 4, Vers 1. Ich beschwöre dich vor Gott in Christus Jesus, der Lebendige und Tote richten wird bei seiner Erscheinung und bei seinem Reich. Predige das Wort. Das ist ein Lebensspruch für mich. Nicht, was die Menschen hören wollen. Nicht, was alles von mir erwarten. Nicht das, was Leute bestätigen. Nicht das, was dir ein gutes Gefühl gibt. Predige das Wort.
Tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen, überfördere, tadle, ermahne mit aller Geduld und Belehrung. Denn es wird eine Zeit kommen, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich nach ihrer eigenen Lusten Lehre anhäufen werden, weil sie empfindliche Ohren haben oder gekitzelte Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich von den Fabeln zuwenden. Du aber bleibe nüchtern. Nüchtern, nicht betrunken. Nicht betrunken mit der neuesten Mode. In charismatischen Kreisen, es gibt immer eine neue Mode. Jetzt ist diese Bewegung, jene Bewegung. Jetzt kommt diese hier hervor und das, jenes hervor. Bleib an das festes Fundament von Gottes Wort. Du bleibst auf diesem schmalen Pfad. Du wirst okay sein. Das letzte Satz in Matthäus, Vers 28. Und es begab sich, als Jesus diese Rede beendet hatte, entsetzte sich das Volk. Du hättest gedacht, wow, Revolution, etwas Neues ist angebrochen. Nein, die waren entsetzt, weil die waren aus ihrer Comfortzone, aus ihrer Bequemlichkeit, aus den Vertrauten weggenommen. Und plötzlich, sie mussten vieles in Frage stellen. Es war keine leichte Rede. Etwas Neues hat begonnen. Entsetzte sich das Volk über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Ihr Lieben, das ist auch ein Kennzeichen von einem wahren Lehrer oder Pastor oder Prophet, einer Verkündiger. Wenn wir verkündigen, wir können mit Vollmacht verkündigen. Nicht, weil wir das gesagt haben, sondern weil das Wort es sagt. Und das hat die Leute schockiert. Jesus hat gesagt, so geht's lang. Und der einzige Grund, warum ich sagen kann, so geht's lang, ist, weil hier, du kannst es selber nachforschen. Nimm das nicht nach meinem Wort. Nimm das nicht, weil ich das gesagt habe. Forsche selber darin, was hat Gott gesagt. Es ist nicht genug zu wissen, Gott hat gesagt. Du musst wissen, Gott hat aber auch gesagt. Lass das ganze Ratschluss Gottes für dich das Schatz in deinem Leben sein. Jage es nach. Finde diesen Gold. Finde diese Juwelen, die für uns verborgen sind im Gottes. Nicht weg von uns, für uns. Aber du musst suchen. Du musst Mühe geben, wirklich zu erkennen, was die Weisheit Gottes ist. Und Jesus sagte, wenn der Wind kommt, wenn der Sturm kommt, wenn eine schlechte Nachricht kommt, du wirst bestimmt einen dunklen Moment erleben, aber du wirst nicht untergehen. Dein Haus wird diesen Sturm bestehen, weil es ist auf einen festen Felsen gebaut und Jesus selber ist dieser Felsen für uns. Sie sahen eine Sendung von Gospel Life Center. Unser Gottesdienst findet sonntags um 10:15 Uhr statt. Wenn Sie weitere Informationen über unsere Aktivitäten haben möchten, sind wir erreichbar unter der Telefonnummer 089 903 8803. Oder besuchen Sie unsere Website www.glc.de. Wir wünschen Ihnen Gottes Segen. Wir beten